Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute frei und das bedeutet, dadurch, dass ja immer noch ein bisschen Corona herrscht, habe ich einfach beschlossen, die nächsten Tage mal zu Hause zu bleiben. Und an diesem langweiligen Tag nehme ich euch heute mit. Meine Eltern warten eine Etage unten, deren Wohnung darauf, dass ich zum Essen komme seit 10 Minuten. Deswegen gehe ich da jetzt mal fix hin und wir sehen uns nachher wieder, bei dem ich euch zeige, wie wunderbar, spannend und interessant mein Tag zu Hause sein wird. Bis gleich. So, ich bin wieder in der Wohnung, habe gerade zu Ende gegessen. Jetzt spiele ich ein bisschen Animal Crossing und mache mir nebenbei irgendwas auf dem Fernseher an. Ich weiß noch nicht, ob YouTube, ob Spotify, ob ich den Fernseher einfach laufen lassen soll. Wobei das ist jetzt 2 Uhr, um die Zeit läuft eh nicht wirklich Niveauvolles im Fernseher. Also lasse ich wahrscheinlich einfach mal ein paar YouTube-Videos nebenbei laufen. Übrigens noch ein Thema, über das ich hier einfach nochmal reden wollte. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten öfter mal Gedanken gemacht, was mache ich mit diesem YouTube-Kanal hier eigentlich, weil bis jetzt ist dieser Kanal ja so ausgelegt gewesen, dass ich alle meine Reisen nach Japan hier drauf hochlade. Und weil ich nicht die schnellste im Uploaden bin und ich sehen komme, dass dieses Video wahrscheinlich auch wieder Wochen später erstmal hochgeladen wird, als es eigentlich aufgenommen wird oder wurde. Dadurch, dass sich das bei mir halt immer so verzögert, weil ich das hier jetzt nicht, das ist ja kein Beruf bei mir, das ist ja wirklich nur ein Hobby und immer mal wieder, wenn ich mal Bock drauf habe. Und das ist bei mir halt einfach nicht jeder 3. Tag, das ist bei mir auch nicht einmal die Woche. Das ist bei mir halt oft mal so 2, 3 Videos im Monat und dann mal 3 Monate gar nichts. Was ich halt irgendwie voll schade finde, weil ich dadurch natürlich nicht so aktiv bin. Und jetzt durch die ganze Corona-Pandemie ist es für mich natürlich noch schwieriger, weil ich jetzt im März, also das ist ja jetzt, wir haben jetzt Ende August, ich wäre im März nochmal für 2,5 Wochen in Japan gewesen und da hätte ich natürlich nochmal einiges filmen können, weil ich vor allen Dingen auch vorgehabt hatte, mit meiner Mutter dahin zu fahren und nochmal in Gegenden, in denen ich auch noch nie war und wirklich mal eine komplette Tour von Tokio nach Kyoto mit 3 Zwischenstopps, mal hoch Richtung Sendai und alles. Also wir hatten da schon einiges geplant. Ich hatte richtig Bock gehabt, Videos darüber zu machen, wie ich meine Reise plane, weil dieses Mal ist ja auch, sind ja auch Hotelkosten damit verbunden, weil bis jetzt hat sich das für mich nie gelohnt, ein Video darüber zu machen, wie viel ich für eine Reise nach Japan zahle, weil ich halt einfach keine Unterkunft gezahlt habe bislang und jetzt wäre das halt das erste Mal gewesen und dann hätte sich das natürlich gelohnt. Und so sind mir jetzt natürlich durch Corona einige meiner Videoideen flöten gegangen, weil ich das halt nicht umsetzen kann. Und jetzt ist halt bei mir so die Frage, was mache ich mit diesem Kanal, wenn ich keine Videos hochladen kann, weil ich nicht nach Japan komme. Und daher habe ich mir jetzt einfach gesagt, versuche ich mich einfach mal an so ein paar Vlogs, ob es jetzt so von zu Hause einfach nonstop oder einfach mal ein Video ist, wo ich mich wirklich mal einfach mal ein paar Minuten hinsetze und mal nur rede. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob so Videos überhaupt bei den Leuten ankommen, weil ich bis jetzt ja nur Japan-related Stuff, so Japan-Videos hochgeladen habe. Und wenn ich jetzt plötzlich ein Video hochlade, wo ich die ganze Zeit Animal Crossing spiele oder so, frage ich mich, wollen die Leute das halt eigentlich sehen? Im Endeffekt mache ich das natürlich nicht für die Leute, sondern ich mache das, was mir Spaß macht. Das sowieso. Und Animal Crossing hat ja irgendwo was mit Japan zu tun, vor allen Dingen, weil die Insel, die ich jetzt machen möchte, komplett im Japan-Stil werden soll. Ich versuche nämlich die Insel, ich versuche die Heimatstadt, also meine Heimatstadt aus Japan, wo ich das Jahr gelebt habe zu meinem Au-pair, nachzubauen. Und da habe ich halt mega Bock drauf und dementsprechend heißt meine Insel auch so. Dementsprechend könnte natürlich in der nächsten Zeit nochmal öfter sowas zu Animal Crossing hochgeladen werden. Allerdings muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich werde keine Tipps- und Tricks-Videos machen.
ich habe nicht die Möglichkeit dazu. Ich habe keine Switch, die ich am Fernseher anschließen kann, wo ich das aufnehmen kann. Ich habe eine Switch Lite und die ganze Zeit mit der Kamera mich hier so hinzustellen und zu versuchen, das Bild drauf zu haben, und dann spiele ich aber und dann wackelt es. Habe ich keine Lust zu. Da gibt's genügend andere Leute, die das machen, die das auch definitiv viel besser machen als ich. Aber einfach mal so, vielleicht so zwischenzeitlich immer mal so ein Update, wie weit meine Insel ist. Jetzt mit meiner neuen Insel. Und ja, die neue Serie, die ich jetzt gestartet hatte mit Hamburg, das ist mir halt wirklich an dem Tag zum Beispiel spontan durch den Kopf gegangen, weil mir eine Bekannte auf Instagram gesagt hat, dass sie mir das und das empfehlen könnte, wenn ich schon nicht nach Japan reisen kann. Und da kam ich halt auf die Idee. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Jetzt ist halt die Frage, ich brauche natürlich jetzt nicht unbedingt eine Serie zu starten auf YouTube, die ich alle 2 Jahre aktualisieren kann, weil ich jetzt natürlich nicht weiß, wann schaffe ich es nach Frankfurt, wann schaffe ich es nach Düsseldorf, wann schaffe ich es. Eine Idee hatte ich auch, die fand ich richtig cool, euch so auf meinem Lernweg zum JLPT N3 mitzunehmen. Ich hatte schon alles geplant, ich hatte schon Videos gemacht, wie ich mich vorbereitet hatte, wie ich mich angemeldet hatte, Bücher, alles bereitgelegt, ich wollte schon anfangen zu lernen. Dann kam die Mail, dass kein Platz mehr frei ist. Und da war natürlich die Idee auch schon wieder hinfällig, weil ich hatte mir schon alles geplant und dann wollte ich 2 Videos machen. Eins, wo ich mich anmelde und anfange zu lernen. Das zweite, wo ich dann im Video mein Testergebnis in der Hand habe und das dann live sage, was es ist, und dann auch einfach mal so ein paar Tipps und Tricks zu den nächsten JLPTs gebe. Ja, das geht ja jetzt nicht, weil ich nicht teilnehmen kann am Test. Und ja, ich denke, es werden aber trotzdem mal so Videos kommen zu den Büchern, mit denen ich Japanisch gelernt habe oder mit denen ich derzeit wieder Japanisch lerne. Ich kann ja nicht sagen, dass ich gelernt habe. Das klingt so, als könnte ich es jetzt, und ich kann es definitiv nicht. Ich kann es wirklich nicht. Mein letzter Sprachkurs in der Uni ist 2 Jahre her. Seitdem habe ich nicht ein einziges Mal in meine japanischen Bücher geschaut. Ich habe keine Kanjis wiederholt. Zwischenzeitlich schreibe ich mal mit meiner Gastmutter noch oder schreibe einfach mal sowas. Ich hatte jetzt angefangen, meine alten YouTube-Videos auf Englisch und auf Japanisch zu übersetzen. Also, wenn hier Leute sind, die sehr gut Japanisch sprechen können, sprecht mich bitte nicht auf diese ganzen Fehler an. Das ist mir einfach nur mega peinlich. Und ich weiß, dass da ganz, ganz viele Fehler drin sein werden. Genauso wie im Englischen. Mein Englisch ist auch nicht perfekt. Aber für mich ist es halt einfach nur Übung, um überhaupt nochmal Japanisch lernen zu können. Oder generell überhaupt nochmal erstmal anzufangen, nochmal zu wiederholen und zu gucken, was kann ich eigentlich. Ich musste so ziemlich jeden 3. Satz nachschlagen und gucken, kann ich das jetzt so schreiben? Ist das falsch? Hatte eine Bekannte oder hatte eine Freundin immer wieder gefragt, hör mal, kann man das so schreiben? Und ja, wie gesagt, das ist einfach nur eine Übung für mich, das Japanische. Also schaut euch bitte weiterhin die englischen Untertitel an, wenn ihr euch überhaupt die alten Videos anguckt. Ich meine, wer guckt sich die alten Videos auf YouTube-Kanälen an? Ich schaue mir die nicht an. Das waren halt so meine Videoideen für die nächsten Zeiten. Meine Videoideen aus der alten, also meine eigentlichen Videoideen, mit denen ich jetzt nichts mehr wirklich anfangen kann. Und ich hoffe einfach, dass ich es nächstes Jahr schaffe, wieder nach Japan zu kommen. Und jetzt rede ich schon 10 Minuten, obwohl ich eigentlich nur 2 Minuten gerade über Animal Crossing reden wollte. Aber scheinbar hatte ich gerade ziemlich Redebedarf. Und das macht es jetzt natürlich noch schwieriger, weil ich jetzt überhaupt nicht weiß, was ich mit diesem Video hier überhaupt anfangen möchte und wie ich das Video später nennen möchte, weil plötzlich einfach wieder zu viel drin vorkam. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Animal Crossing. Genau, ich habe halt, wie man hier sieht, neu angefangen. Hi, das bin ich. Ich wurde eben von der Wespe gekillt. Ich habe angefangen im April. Gleiche Uhrzeit bis jetzt. Allerdings bin ich jetzt am 2. April wieder, weil ich die Sakura DIYs haben möchte. Und ja, hier sind meine 2 Bewohner. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich habe Pamela und Axel. Pamela, weiß nicht, wie man die nennt, Axel, ja, genau, ich
muss quasi eigentlich jetzt noch einen Tag warten, bis Eugen kommt. Werde aber jetzt natürlich die ersten Male spulen. Das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ich hatte gespielt oder ich habe auch angefangen am 1. April und habe dann immer wieder ein bisschen gespult, bis ich dann irgendwann beim echten Datum angekommen bin. Ja, dann war ich 2 Tage beim echten Datum, dann habe ich gemerkt, boah, der Name ist eigentlich ziemlich scheiße. Und dann habe ich wieder neu angefangen. Und das war vor 2 Tagen. Ja. Ich bin müde und ich glaube, ich gehe jetzt mal echt eine Runde schlafen, weil ich gerade schon beim Animal Crossing Spielen eingeschlafen bin. Also ja, wir sehen uns gleich oder wir sehen uns halt nicht mehr und ja, bis dann.